Heute habe ich nur ein Wort für euch. Safari. Heute machen wir das, wofür Afrika bekannt ist. Wir beobachten Wildtiere in ihrer natürlichen Umgebung. Nachdem unsere Reisegruppe zusammengestellt wurde, beginnt die 3-tägige Fahrt. Unser Ziel Masai Mara. Was steht also nun auf dem Plan? Tag 1. Anreise und kurze Ausfahrt. An Tag 2 sind wir den ganzen Tag auf der Jagd. Tag 3 startet mit einem Besuch in einem Maasai-Dorf, gefolgt von der Rückfahrt. Auf dem Weg halten wir noch am Great Rift Valley, dem großen afrikanischen Grabenbruch. Das ist ein Ausblick, wie ich ihn zuvor nicht kannte und der in seiner Gewaltigkeit einfach nicht einzufangen ist. Hier in Ostafrika spaltet sich wohl gerade eine neue tektonische Platte ab, die in nur wenigen Millionen Jahren vom restlichen Festland getrennt sein wird. Eine Gelegenheit, euch unseren Jeep zu zeigen. Dass wir so langsam unserem Ziel näher kommen, merkt man an den Straßen. Zum einen leeren diese sich und zum anderen ändert sich auch die Fahrbahn. Und als es etwas ruppiger wird, da weiß jeder, was gemeint war, als von der Masai Mara Massage gesprochen wurde. Nach einer doch etwas längeren Fahrt sind wir endlich angekommen hier im Camp und dann haben wir gleich mal was gegessen. Die letzten 1,5 Stunden waren dann etwas holprig oder sagen wir lieber abenteuerlich. Auf jeden Fall sehr interessant. Ich zeige euch mal gleich das Zelt, in dem ich schlafen werde. So sieht mein Zelt aus. Das günstige. Willkommen. Man fällt quasi direkt ins Bett. Es ist ja ein wenig abschüssig. Das Bett ist durchaus bequem. Und dann gibt es hier hinten noch das Badezimmer, aber eigentlich ganz schnuckelig. So sieht das aus, mit einer Dusche mit warmem Wasser, angeblich, und dem Klo. Ja, ich bin sehr gespannt. Gleich geht die erste Safari los. Natürlich in dem Outfit, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Mit als erstes finden wir ein Löwenpärchen und lernen unsere erste Lektion. Geduld. Hier passiert nichts und das kann so stundenlang weitergehen. Man merkt es an den Reaktionen. Als dann ein Elefant am Horizont auftaucht, beschließen wir, uns das näher anzusehen. Es ist halt nochmal etwas ganz anderes, die Tiere hier in ihrer natürlichen Umgebung zu sehen. Wir begleiten ihn ein Stück zum Wasser, bevor er doch seine Ruhe einfordert und wir uns zu der wartenden Gruppe begeben, die auf eine Reaktion der Löwen wartet. Und dann, endlich, es tut sich was. In diesen Momenten wird es auch mal ganz leise. It's now or never. Just like this. No problem. That's the jungle. Just need some patience. And there you got it. Im Hintergrund hört ihr übrigens Kikito, unseren Fahrer, sowie das Radio, womit sich die Fahrer mit Informationen austauschen. Es gibt hier sehr viele Tiere, ich kann sie nicht alle zeigen. Und viele interessante und lustige Sachen musste ich rausschneiden. Den Löwennachwuchs kann ich euch natürlich nicht vorenthalten. Wie das plüschige Miezekätzchen zu seiner Mutter hoppelt und sich an diese anschmiegt, geradezu filmreif. Tag 2 starten wir in aller Früh, noch vor dem Sonnenaufgang, denn dieser ist unterwegs in der Savanne deutlich beeindruckender. Ein Moment, der leider viel zu schnell vorbei ist. In den heutigen Tag starten wir sehr ruhig mit ein paar Zebras. Der Puls steigt nur kurz an, als wir eine Hyäne sichten. Aber wie all unsere Begegnungen dieser Art war auch diese unspektakulär, da sich die Hyäne nicht um die anderen Tiere scherte. Und so hatten auch die Gazellen keine Angst. Und wir genossen die Szenerie wie auf einem Gemälde gemalt. Schade, dass ich euch nur Bilder zeigen kann. Verwehrt bleibt euch die Wärme, der teils beißende Staub, aber auch die einzigartigen Gerüche. Manche fruchtig, manche nach Vieh. Und jetzt verstehe ich auch, warum der Geruchssinn hier für einige Tiere so wichtig ist. Alte Bekannte treffen wir auch. Aber sind es wirklich die von gestern? Oh ja, ich denke doch. Das sieht sehr nach dem aus, was wir gestern gesehen haben.
Tja, Löwe müsste man sein. Schön rumliegen, ab und an was essen und sich reproduzieren. Was ein Leben. Bei all den Tieren, die man hier so zu sehen bekommt, ist man so darauf fokussiert, dass man die atemberaubende Landschaft, in der man sich befindet, schon mal einfach vergisst. Davon unbeeindruckt zeigen sich 2 männliche Geparde, die zwar ebenfalls Ausschau halten, allerdings nach etwas Essbarem. Wie immer versorgt uns unser Guide Kikito mit weiteren Informationen. Denn ich hatte keine Ahnung, dass ein Weibchen sich mit unterschiedlichen Männchen paart und wenn dann die Jungen geworfen werden, es sind dann meist so 1 bis 5 Jungtiere pro Wurf, dann können diese 1 bis 5 Kinder von ebenso vielen unterschiedlichen Vätern stammen. Unsere Geparden haben zwar eine mögliche Beute ausgemacht und ja, sie sind zwar die schnellsten Tiere der Welt, aber nur auf kurze Strecke und so wird die Entfernung als zu weit eingeschätzt und man begibt sich zunächst mal in den Busch zum Kühlen und Tarnen. In der Zwischenzeit hat uns unser Radio etwas geflüstert. Ein Löwe verspeist seine Beute. Von der eigentlichen Jagd haben wir nichts mitbekommen. Und ganz frisch scheint die Beute auch nicht zu sein, aber eben auch nicht allzu alt. Hier wird Essbares sehr schnell verwertet. Hört mal. Wir sind so nah dran, dass man das Kauen hören kann. Ich war selten so froh, in einem Auto zu sitzen. Und das ist übrigens das Geräusch von einem sich schließenden Fenster. Das Ganze erinnert uns an unsere eigenen Bedürfnisse, denn auch für uns wird es Zeit für eine Mahlzeit. Zu diesem Zweck haben wir uns ein Plätzchen für ein Picknick im Freien gesucht. Und hierbei möchte ich betonen, dass wir auf keinen Fall unter gar keinen Umständen einen Abstecher nach Tansania gemacht haben. Denn das wäre ja verboten. Im Warmen, gut genährt und dazu das wiegende Fahrzeug. Okay, schütteln ist die bessere Beschreibung. Jedenfalls verstehe ich das Verhalten dieser kleinen Ansammlung an Löwinnen mit ihrem Nachwuchs total. Man hat es sich im Schatten und am Wasser gemütlich gemacht und nur ein kleiner Unruhestifter tollt hier herum. Aber nach wenigen Augenblicken der Beobachtung wird klar, worum es geht. Da möchte jemand an die Zitze seiner Mutter. Und hier haben wir eine weitere Familie. Diesmal eine Elefantenherde. Und die Familien werden größer. Viel größer. Sehr viel größer. Das sind Büffel. Auf dem Kopf dieses Büffels sitzen die sogenannten Madenhacker. Diese Vögel werden von den Büffeln geduldet, denn sie ernähren sich von Parasiten, die die Büffel befallen. Aber lasst euch nicht täuschen, das Tier gehört zu den aggressivsten Tieren, die es hier gibt. Und auf ein persönliches Kennenlernen verzichte ich gerne. Und nicht, dass wir uns falsch verstehen, ich meine die Büffel, nicht die Vögel. Eine lange Fahrt bringt uns an einen Fluss, den Fluss Mara. Hier verstecken sich die Flusspferde im kühlen Nass. Natürlich will hier keiner aus dem Wasser raus und lediglich der Nachwuchs der Hippos sorgt mal wieder für etwas Action. Versteckt, nur ein paar Meter weiter, ein Krokodil. Das ist wohl doch etwas seltener anzutreffen und macht unseren Fund in der Stadt somit noch ungewöhnlicher. Wobei dieser hier viel größer ist und sich auch mal in Bewegung zeigt. Kurz darauf beendet ein Funkspruch unseren Besuch bei den Kranichen abrupt. Es wurde ein Leopard gesichtet. Kikito drückt aufs Gaspedal. Leoparden bekommt man besonders derzeit nur sehr selten zu sehen und dieser hier ist auch noch auf der Jagd. Sein Opfer fest im Blick, schleicht er sich vorsichtig und langsam heran. Es herrscht absolute Stille. Alle Augen sind auf ihn gerichtet und die Spannung ist zum Greifen nahe. Dann bleibt er kurz liegen, als ob nichts wäre. Er schaut wohl sogar demonstrativ etwas zur Seite. Ist das eine Strategie? Hat ihn seine Beute bemerkt? In Schlagdistanz befindet er sich sicherlich. Und dann erfolgt der Angriff.
Aber ein Jagderfolg bleibt aus. Trotz dieses nur kurzen Sprints hat der Leopard sich verausgabt und sucht nun den Schatten. Das war zum Ende des Tages sicherlich ein Höhepunkt der Safari. Und zum Abschluss eine Giraffe. Schaut sie euch an. An Tag 3 geht es in ein Dorf der Maasai. Das ist wohl der bekannteste Stamm in Ostafrika. Ich lasse den Originalton laufen und blende eine Übersetzung des Wesentlichen ein. Aber ihr könnt natürlich auch gerne die Untertitel einschalten. Wir werden mit einem Begrüßungstanz willkommen geheißen und ich kann ein paar Informationslücken zu dem füllen, was ihr gleich zu sehen bekommt. Eins vorweg, ich gebe nur wieder, was man uns hier berichtet hat. Aber ob das auch alles stimmt, das kann ich nicht beurteilen. Unser Gastgeber Lamara berichtet uns, dass die Regierung das Dorf an die Elektrizität angeschlossen hat, nachdem ein Leopard Kinder angegriffen und dabei 3 getötet hatte. Jetzt wird das Dorf nachts beleuchtet. Wir lernen auch, dass die Maasai selbst nicht jagen gehen und sich von ihren Kühen, Schafen und Ziegen ernähren. Auch das Blut von Rindern wird getrunken. Dazu wird aus kurzer Distanz ein Pfeil abgeschossen auf die Halsschlagader. Nachdem man so etwa 2 Liter Blut gewonnen hat, wird die Wunde verschlossen und die Kuh darf sich 1 Monat lang erholen. Und dann berichtet uns Lamara davon, wie er traditionsgemäß zum Mann wurde. Mit 60 Altersgenossen musste er als 15-Jähriger das Dorf verlassen und 5 Jahre lang in der Wildnis leben. Man wird dabei von Älteren angeleitet und lernt alles, was man wissen muss, um zu überleben. In dieser Zeit sind 3 Jungen gestorben und 4 weitere starben bei der letzten Prüfung. Hierbei muss die Gruppe einen Löwen töten. Und mit dem toten Löwen kehren sie als Männer in das Dorf zurück. His hand come out because they put in all nails inside the body and crack it. Yeah. Wow. When it is here, all these bones come out. Oh, wow. When it is cracking here, all stomach come out. Very big. Yeah. You don't know. No, I understand. It's very hard to kill it. New one like maybe 4. You got electricity here? Yeah. But Yeah, because of I told my guy last year we was have a leopard was fighting kids at night. We lost 3 kids. Yeah. And then leopard. leopard last They year. come at evening like 6 when it's still not dark. Sometimes we can lose people like that. You have guards. Gun? Guards? No. Oh. We have spears. No, guards. People that say Oh, the guide 7 boys every night. every night. Yeah, 7 boys. If you're coming here, they shoot you with a bone arrow. That is poison. 5 minutes, you fall down. Yeah. Haustour. So first place here, this is the place for the baby cow. All right. Yeah, we put the baby cow here. This one is for storing water. Yeah. Here, and this is a place they store fire for cooking in the kitchen. Come inside. Oh. I thought already. Oh, hi. Have a seat. Here. Oh, yeah. So this is the kitchen where we cook. Yeah. There's a small chimney where the smoke pass through, and we get light from outside. This is a shelf where they put utensils. Mhm. This is a bed for me and my wife. Yeah. That's here. There we are for the kids, Okay. and here they have a guest room. Do you have your cell phone? Yeah. You can make some flash for you to see. That's a guest room for your brother. Oh, and the chicken. Yeah. Crazy. Why crazy? You know, it's not. I mean, it's not crazy. It's just different. Oh, okay. Yeah. But it's nice. It's Okay. warm. Yeah. And the roof is not of sticks, grass, and cow dung. So when it rains, it's not only when it's raining. And the house took 3 months to make the house. The house are made of cow poo or cow shit. Yeah. Yeah, that's the house are made of. They mix with the cow dung. The houses take 3 months but last for 9 years. Yeah.
And mostly food, we drink cow milk, we drink cow blood, we eat meat from cow and sheep, and the maize corn, potatoes and rice. Yeah. But potatoes, rice, and other grains, we buy them. So what's she cooking? Yeah, he's cooking some beans. Oh, beans, yeah. And this is roots, right? Oh, this one, you mean this? Mm-hmm. This is herbs from the nature. Yeah, and that's tea. Mm-hmm. With milk. Yeah, and this one, they're boiling some beans. All right. Yeah. Uns wurden die unterschiedlichen Waffen gezeigt und auch, wie man Feuer macht. Platz für unsere Fragen gab es genauso wie die Möglichkeit, sich mit Souvenirs einzudecken. What do you do with your dead ones? Do you bury them, burn them, or? Some long time ago, before we didn't know to bury the people, we was using to slaughter cows or sheep or goats, and then we put oil. So animally they can smell and it is easy to eat them. Okay. Do you understand? Yeah. And then also nowadays we can bury it outside for the village. Hier ist das Gehege für die Rinder, die jetzt natürlich gerade draußen sind. Sometimes if you do fighting in the village or like do bad things in the village and you have your family, you must to move outside for the fence for 9 years. Oh. For 9 years. Yeah, you see that house? Yes. It is from our family. But we take it outside because that man is like sometimes become crazy fighting a lot and take it outside for the village for 9 years to punish. It's really great. Thank you. Thank you, my God. How is it? Asche? Asholing. Asche. Asholing means thank you very much. Ascholing. Asholing. Dann wird es auch Zeit für die Rückreise. Die Szenerie ändert sich abermals, je näher wir den Städten kommen. Es gab viel zu sehen und wir haben viel erfahren. Ein Dank auch an Kikitu, der großartig war. Ich kann ihn nur empfehlen. Ihr findet ihn auch bei YouTube als Kikitu Adventures. Wer sich den Umweg über die Reiseveranstalter und ein paar Euro ersparen will, der kann ihn ja mal kontaktieren. Notfalls auch über mich. Und das gilt bestimmt auch noch in ein paar Jahren. Die erste Safari war ein absoluter Erfolg. Und als nächstes habe ich den Slum Kibera auf dem Zettel stehen.